Wir feiern heute Richtfest auf unserer H0E-Anlage. Jedoch müssen wir zuerst alle Bauwerke und Gebäude parat haben. Kit-Bashing beim Lokschuppen, Bau von Reliefgebäuden, Anfertigen von individuellen Bauwerken per Lasercutter und 3D-Drucker, 2 coole Highlights in Bewegung und das Beste, ihr wählt, welchen Bahnhof wir nehmen sollen. Grüß euch und willkommen bei der MOBA Manufaktur. Den Anfang machen wir mit den typischen Kunststoffbausätzen. Teilweise nehmen wir hier gebrauchte Gebäude, die etwas restauriert werden müssen, aber auch neue, wie zum Beispiel die Hochspannungsmasten, bauen wir zusammen. Wir gehen hier nicht sehr ins Detail, denn vermutlich hat jeder von uns schon mal so einen Bausatz nach Anleitung zusammengeklebt. Dann kommen wir auch schon zum ersten Highlight. Wir fertigen uns eine individuelle Segmentdrehscheibe in unserem Lieblingswerkzeug, dem Creality Falcon A1 10 Watt Laser. Als grobe Vorlage dient uns eine Spur 1 Segmentdrehscheibe. Diese konstruieren wir im Falcon Design Space nach und schneiden alles aus 3 mm Birkensperrholz. Die Teile werden per Holzleim verklebt und grob auf Funktion getestet. Die Lagerung auf Kugellager, der Antrieb per Servo und die ganzen Details folgen später in einem anderen Video. Und echt lustig, wie immer wenn ich am Laser arbeite, möchte meine Frau Deko von mir haben. Diesmal sind es natürlich jahreszeitgemäß Ostereier. Treffen wir gemeinsam die Entscheidung, welcher Bahnhof es werden soll. Es stehen 4 Stück für euch zur Auswahl, die unserer Meinung nach auf unsere Anlage passen, die thematisch in den Alpen angesiedelt ist. Schreibt uns doch einen Kommentar, welchen ihr zukünftig sehen wollt. A, B, C oder mein persönlicher Favorit, die Nummer D.
Wir sind gespannt, wie das ausgehen wird. Als Kit-Bashing bezeichnet man ja eigentlich das Kombinieren von mehreren Bausätzen. Dies trifft hier allerdings nicht ganz zu, denn wir verwenden nur einen Bausatz, den zweiständigen H0E Lokschuppen. Fachwerk und Ziegelmauer passt jedoch nicht zum Stil unserer Anlage, weshalb wir hier ein verputztes Mauerwerk wollen. Dafür zerlegen wir den Schuppen und zeichnen die Wände wieder im Creality Falcon Design Space nach. Anschließend schneiden wir es mit dem Laser aus 2 mm Sperrholz aus, verpassen den Ecken einen 45 Grad Winkel und verkleben alles. Richtig cool! In diesem Fall waren wir uns nicht sicher, welche Torvariante am besten gefällt. Der Laser macht es möglich, in kurzer Zeit einfach schnell 3 Varianten auszuschneiden und anzusehen. So wie es jedem auf seiner Anlage geht, kämpfen auch wir ein wenig mit dem verfügbaren Platz. Es soll nicht überladen wirken, aber trotzdem wären ein paar Wohnhäuser ganz toll. Eine Lösung dafür ist das Anfertigen von Reliefgebäuden. Die Schnittkanten an den Gebäuden werden mit Klebeband markiert. Der Trennschnitt erfolgt mit der Flex. Bitte das so nicht nachmachen. Höchste Verletzungsgefahr. Sehr leichtsinnig, wie ich das schneide, ohne Fingerschutz, aber zumindest mit Schutzbrille. Der Grat vom Schnitt wird entfernt und die neue Rückseite für die Stabilität mit 2 mm Karton wieder verschlossen und verklebt. Die Steindächer haben uns auch nicht gefallen. Ein typisches Ziegeldach muss her. Zuerst wollten wir einen Abdruck einer Dachplatte anfertigen. Folientrennmittel, Holzleim und Karton für die Stabilität. Wie ihr seht, dieses Experiment ist mal richtig gescheitert. Die Alternative, von der KI eine Dachziegeltextur als Bild erzeugen lassen, das Ganze passend skalieren und die Dachplatten selber im Laser gravieren. Ganz hervorragendes Ergebnis. Highlight Nummer 2 ist das wunderschöne Sägewerk mit Servoantrieb.
Dieses ist schon fertig gebaut und seit vielen Jahren eingelagert. Natürlich bringt das Probleme mit sich. Erst will sich die Antriebsmechanik gar nicht bewegen, nach mehrmaligem Probieren löst es sich dann und läuft erstmal. Warum denn erstmal? Die Sägeblätter haben sich bei den weiteren Tests verkeilt und ein Stück des Kartons verdrückt. Na servus. Wir wissen nicht, ob sich das im fertigen gebauten Gebäude wieder beheben lässt. Wenn jemand von euch einen guten Tipp dazu hat, bitte gerne her damit. Auch haben wir uns vor kurzem einen Filament-3D-Drucker zugelegt. Fürs erste Tunnelportale, Mauerplatten, ein Gütermagazin und ein Heißluftballon entstehen darin. Die Vorlagen soweit alle kostenlos im Internet zu finden. Tolle Sache für Selbermacher. Der Aufbau zeigt euch nun, wie wir die ganzen Bauwerke und Modelle platzieren. Wir schneiden Grundplatten, kleben und schrauben diese an die Anlage und stellen die Bauwerke und Gebäude drauf. So arbeiten wir uns Schritt für Schritt voran. Wichtig: Die Alterung, Gestaltung und mehr der ganzen Bauwerke und Gebäude sehen wir später. Jeder Bereich bekommt dann sein eigenes Video. Bei der Güterhalle und der Segmentdrehscheibe legen wir auch mal die Gleise provisorisch. Die Bahnsteigkanten sind ebenfalls selbst gemacht, die Strommasten kommen gefährlich nah an die Anlagenkante. Na, ob das gut geht? Ich fürchte, wir sehen es noch.
Und natürlich startet das Ergebnis gleich mit einer Havarie. Natürlich bin ich beim Aufräumen gleich gegen einen Strommasten und habe diesen abgerissen. Da liegt er nun. Der Rest ist ganz wunderbar, wie wir finden. Wir sehen den Bahnhofsbereich mit Segmentdrehscheibe und Lokschuppen, dahinter die Reliefhäuser, das Sägewerk und mehr. Das alles erschafft jetzt schon eine ganz tolle Dorfatmosphäre zum Wohlfühlen. Zum Richtfest oder Firstfeier, wie wir es in meiner Gegend nennen, gab es natürlich auch ein Flascherl Bier. Sowas muss man eben feiern. Unbedingt liken, hypen, teilen und kommentiere auch auf jeden Fall, welchen Bahnhof du auswählst. Um keine spannenden Inhalte von uns mehr zu verpassen und den Bau unserer H0E-Anlage weiter zu verfolgen, solltest du auch ein kostenloses Abo dalassen. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.